For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Albino-Teppichpython, Morelia spilotes, ja, ich weiß nicht, variegata, beziehungsweise ich vermute, dass gerade erst recht bei den Farbformen die ganzen Unterarten von dem Morelia spilotes wahrscheinlich wegen durcheinander gehen und laufen, und als Albino erkennt man es optisch noch schwieriger, was es ist. Also bleiben wir mal bei Morelia spilotes als Intro-Tierchen, weil er meiner Meinung nach extrem hübsch ist. Ihr wisst, ich stehe auf Albinos, und was mir hier so super gefällt, ist eben dieses, also gerade wenn wir jetzt hier den Kopf anschauen, dieses Orange mit gelber Zeichnung oder auch im Körper dieses Neongelbe, was da so durchschimmert. Also finde ich einfach wunderhübsch. Teppichpythons kennt ihr, australischer Python, wird so ja, zwischen 1,50 m und 2 Meter in der Regel groß. Wirklich tolle Terrarienschlange, und das Ganze als Albino super hübsch, und deswegen mein Intro-Tierchen. Das Thema heute ist die Nagerzucht. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen haben wir gerade die Leute, die zum Beispiel Frostfutter kaufen, gibt es einige, die das zum Teil kritisch hinterfragen. Wo kommen denn die gefrorenen Nager her? Finde ich auch gut. Ne? Man kauft so Dinge und denkt, ja, alles gut. Aber wenn man deswegen hinterfragt, ist das auch aus einer anständigen Zucht? Werden die Tiere da anständig versorgt, anständig gehalten? Ich glaube, das ist schon wichtig. Das können wir euch natürlich nicht live zeigen. Ich kann nicht mit der Kamera, also ich würde sagen 98% der in der Terraristik verfütterten Nager, sei es lebendig, sei es gefroren, kommt aus Osteuropa, aus Tschechien oder aus Polen. Dort werden die gezüchtet in großen bis riesigen Hallen. Da jetzt hinfahren und filmen das würde den Rahmen sprengen. Aber ich kann euch zumindest im kleinen Stil sagen und zeigen, wie das mit der Nagerzucht abläuft, und oder wenn ihr privat euch in kleineren Rahmen Nager züchten wollt, kann ich euch erklären, wie es geht. Nochmal kurz zurück zu den gefrorenen Nagern. Die Frage ist ja öfters, wie werden die abgetötet? Die werden natürlich nicht irgendwie eingefroren oder über die Tischkante gehauen oder weiß der Herrgott was. Also die werden mit CO2, sprich Stickstoff, werden die abgetötet. Das ist erlaubt, das ist für ein Säugetier scheinbar schmerzfrei, ne? Oder das ist ja das Risiko an CO2, man kennt es vielleicht auch als Mensch. Man merkt das Gas gar nicht, das setzt sich in der Lunge fest, reduziert den Sauerstoffgehalt in der Lunge, und man döst sozusagen weg. Ne? Also wie gesagt, beim Mensch auch gefährlich, weil man es gar nicht merken tut. Ne? Man fällt in eine Art Ohnmacht und stirbt, und wie gesagt, bevor man es merkt, ist man tot. Ne? Hört sich jetzt blöd an, will mich nicht drüber lustig machen. Aber nur zum Sagen, dass das Abtöten der gezüchteten Tiere auf humanst mögliche Weise funktioniert. Ansonsten, wenn ihr, wie gesagt, selber züchten wollt, beziehungsweise auch wie der Ablauf in den Zuchten ist. Also in den Zuchten wird es genau so gemacht, wie ihr es jetzt hier seht. Das sind diese Nagerkäfige, oder früher hat man Makrolonkäfige gesagt, weil der Wirkstoff, der Kunststoff war Makrolon. Das jetzt ist kein Makrolon, das ist ein günstigerer PE oder PP-Kunststoff. Man hat diese Futtertraufen, wo diese Nagerpellets reinkommen. Das hat den Sinn, dass das Futter nicht im Käfig liegt und verdreckt wird oder mit Kot verschmutzt wird, sondern die Mäuse oder die Ratten fressen das durch die Gitter durch, und somit kann man gewährleisten, dass das Futter bestmöglich verwertet wird und wie gesagt nicht beim Saubermachen ihr jedes Mal das Futter wegwerfen müsst. Das ist wirklich perfekte praktische Sache. Das gleiche auch mit dem Trinken, ne? Die Flaschen kommen da oben rein, die Tiere trinken an dem Verschluss vorne, ne? Hier gehen die ran, wenn sie Durst haben. Das ist auch völlig problemlos für die Tiere, die kapieren das völlig problemlos. Und so hat man, wie gesagt, gewährleistet, dass im Käfig letztendlich außer dem Streu
Dann dieses Enrichment sozusagen, was ihr seht. Wir machen als immer Wengle Heu oder Stroh rein, wo die sich wenig verstecken können. Dann schmeißen wir als so irgendwelche leeren Klopapier-Zewa-Rollen rein. Das ist, ja, wie gesagt, sogenanntes Enrichment, dass die Tiere gleich wenig irgendwas zum Verstecken haben oder zum, ich weiß nicht, kann man sagen, zum Spielen haben. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Das ist auch so eine Vorgabe von unserem Veterinäramt hier, finde ich auch relativ sinnvoll. Würde ich euch auch empfehlen, das so nachzumachen. Und wie gesagt, da können die ihre Nester bauen, wo sie es dann vielleicht auch ein bisschen wärmer haben, wie wenn sie, also ohne Nest. So wird das von uns seit Jahren praktiziert und ist auch so im Einklang mit dem Veterinäramt. Die Mäuse brauchen so 6 bis 8 Wochen. Dann sind sie adult, dann haben sie so 30 Gramm. Das ist die Adultgröße, die man so zum Verfüttern nimmt. Reproduzieren oder vermehren tun die sich natürlich schon früher. Ne? Schon nach nicht immer der halben Zeit sind die geschlechtsreif, machen Junge, reproduzieren sich. Bei den Ratten ist das ein bisschen aufwendiger. So ein Weibchen braucht 6 bis 7 Monate, ein Männchen circa 3 Monate, bis sie 250 Gramm haben. Ne? 250 Gramm ist so eine adulte, also ist eine große Ratte, aber noch immer keine so XXL-Ratte. Ne? Wenn ihr richtig ganz große braucht, dann müsst ihr sie entsprechend noch ein bisschen länger füttern. Also das ist, müsst ihr euch bewusst sein, so eine große Ratte, die man vielleicht für ein paar Euro irgendwo kauft, die muss erst mal ein halbes Jahr lang gefüttert sein, dass sie überhaupt auf diese Größe kommt. Ne? Müsst ihr euch ausrechnen, ob das überhaupt Sinn macht, ob sich das rechnet für euch, wenn ihr das auch aus finanziellen Aspekten vielleicht machen wollt. Insgesamt die Hygiene ist natürlich das A und O. Damit es so relativ anständig aussieht, wie das jetzt hier aussieht, müsst ihr sie 2-mal die Woche sauber machen. Ne? Einmal die Woche ist fast zu wenig, da ist es, also nach 7 Tagen ist es recht stark verschmutzt, also so alle 3-4 Tage müsst ihr sauber machen. Wie gesagt, ich kann euch wirklich nur dieses Prinzip von diesen professionellen Nagerkäfigen empfehlen. Alles andere mit Wasserschälchen drin und Futterschälchen drin, das könnt ihr völlig vergessen, weil dieses Wasser- und Futterschälchen schon nach einem Tag verschmutzt ist, dann haben die kein sauberes Wasser mehr zu trinken oder dann haben die kein richtiges Futter mehr zu trinken. Das bringt überhaupt nichts. Ihr braucht diese professionellen Käfige. Der Arbeitsaufwand ist dann auch deutlich geringer, ne, weil eben wenig Verschmutzung in den Käfig reinkommt. Das Futter ist draußen, das Wasser ist draußen. Wie gesagt, das ist das Einzige, was meiner Meinung nach Sinn macht. Vielleicht noch von der Menge an Tieren, die ihr reinmachen dürft. Da gibt es natürlich auch Vorschriften bei uns in Deutschland dazu. Ihr dürft nicht den Käfig hier mit 40 Mäusen vollsetzen, sondern es gibt Haltungsrichtlinien, die können wir unten einblenden, was in Deutschland die Richtlinie ist, wie viele Mäuse in so einem Käfig drin sein sollen. Noch kurz zum Futter an sich. Diese Pellets, so langweilig wie die aussehen, in diesen Pellets ist wirklich alles drin. Da sind alle Vitamine, alle Mineralien, alle Nährstoffe drin, Eiweiß, Kohlenhydratgehalt, wie er sein muss. Die professionellen Zuchten haben sogar 2, 3 verschiedene Arten von Pellets, also die Aufzuchtpellets, die Zuchtpellets. Ich glaube, für den privaten Gebrauch reicht der ganz normale Standardpellet. Wie gesagt, da ist an sich alles drin, was die Tiere brauchen. Wenn jemand meint, er tut denen wahnsinnig viel Gutes, wenn er da irgendwie Brot verfüttert und vielleicht noch ein paar Karotten dazu verfüttert und so weiter. Ihr dürft es, wenn ihr wollt, zusätzlich machen, vielleicht ein bisschen als Abwechslung für die Tiere. Aber als Grundlage würde ich immer diese Pellets verwenden, weil da wirklich die perfekte Mischung drin ist. Wenn man mit Brot oder mit Gemüse, was man gerade hat, oder irgendwelche Essensabfälle, dann habt ihr sicherlich eine einseitige Ernährung und werdet feststellen, dass die Tiere sicherlich nicht so gut und gesund gedeihen, wie sie mit dieser speziellen Nagerdiät gedeihen. Ihr könnt euch denken, dass das Ganze dann nicht mit einem Käfig getan ist, weil die Mäuse oder auch Ratten vermehren sich wie die Karnickel, hätte ich jetzt fast symbolisch gesagt. Und entsprechend müsst ihr natürlich immer wieder Tiere rausnehmen. Ne? Dass ihr ein Männchen da drin braucht und mehrere Weibchen,
ist wahrscheinlich jedem klar, beziehungsweise die Männchen unter Umständen auch mal austauschen. Also ihr könnt nicht mit einem Mann jahrelang züchten, sondern müsst da ein wenig so ein rollierendes System haben. Das sollte auch klar sein. Aber ansonsten, wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, seid euch bewusst, mit einem Käfig, wie das jetzt hier so steht, geht es natürlich nicht. Da sind dann die Babys drin. Dann habt ihr plötzlich 15 Mäuse in dem Käfig drin. Dann müsst ihr wieder Mäuse, sobald die oder wenn die von der Mutter getrennt werden können, müsst ihr die Gruppen trennen oder ihr müsst die anderen Tiere der Gruppe in einen neuen Käfig drüber machen. Also so seid ihr natürlich immer an den Käfigen wegen am Hin und Her jonglieren. Und wie gesagt, nach relativ kurzer Zeit werdet ihr merken, dass ihr 2, 3, 4, 5 Käfige braucht, um das überhaupt so semi-professionell betreiben zu können. Das Thema trotz Reptil TV hat jetzt ja nur weitläufig mit Reptilien zu tun. Ist, glaube ich, aber auch wichtig für uns als Terrarianer, wie gesagt, zu wissen, wo kommen sie her, beziehungsweise wie kann ich sie selber züchten. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch der Kanal gefällt, bitte abonniert Reptil TV. Ich freue mich über eure Abonnements. Macht die Glocke an und gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr es interessant fandet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, dann kommen wieder Reptilien dran.